Hi und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. So, wir sind dank unseren Freundes, Herrn Vogel, zu einer sehr interessanten Party eingeladen und müssen jetzt den Altarraum suchen. Die Frage ist, wo suchen wir den? Vielleicht da hinten? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Go horse it, I guess. Das ist Blut. Es ist ganz bestimmt Blut. Was ist Well das? known and recent plays to keep up to date with the current trends. These medieval botany and chemistry books look romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Treppe hoch war ja nicht, ne? Nee. Treppe hoch war nicht. Da, die Treppe war auch nicht. Da ist ein Vorhang. Dann bleibt uns ja eigentlich nur diese Tür hier. Diese Tür, die sowieso offen ist. Ui. My God. Was he here this whole time? Wird mir The gleich herbs here are beschuldigt. Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Hier geht's noch weiter. Umkleideraum. Oh mein Gott, warum ist hier so viel? Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. Menschers wird's ausgesprochen. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Komm, Schlüssel. Das mir. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Props, decorations and tools for a more detailed set. Ja, Moment. Wir gucken uns auch hier noch alles an. Mr. Manches Mitteilung. Ignorieren Sie nicht die Gäste, Matista. Und hören Sie auf damit, sie zu langweilen. Sie wollen nicht über ihren Unsinn wissen, sondern hören, wie wundervoll sie sind und wie freizügig sie ihnen gegenüber sein können. Ihre Aufgabe lautet, die Gäste zufriedenzustellen und das Leben zu feiern. Vergessen Sie nicht, jeder Gast zahlt eine beträchtliche Summe, um in ihrer Gesellschaft zu sein. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. This is a different ritual. Anweisung für ein Ritual. Ich fand Anweisung für ein Ritual, die mit einer Mitteilung von Mr. Manches beginnen. Lesen Sie diesen Text und merken Sie sich den Ablauf. Die nackte Frau ist auf dem Altar in Blüten gebettet. Sie symbolisiert Jaya, die Mutter Erde. Derjenige, der das Ritual leitet, reibt ihren Körper mit Öl ein
um ihre innere Fruchtbarkeit zu erwecken. Die Teilnehmer sollten hier anfangen zu singen und nach dem Mann rufen, der Jaya zu befriedigen vermag. Dann betritt der Mann, der das Prinzip des Lebens repräsentiert, die Bühne und beginnt den Geschlechtsakt mit der Frau. Oh, da war noch was. Identical to the robes the guests are wearing. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Oder was? Achso, nur er. Enough cigars to burn down the entire mansion. Ja, man sieht's, ne? An open wound spoiled the carpet. Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Okay, ich denke mal, das wird dann von der Platzwunde stammen. Oh, da war was. Achso. Why don't people tidy up after themselves? Da hat er auf jeden Fall einen drüber gebraten gekriegt. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Wir sind vorhin da durch, ne? Ach, hier können wir auch nicht durch. Okay. Dann schauen wir uns mal die Leiche an. Dann jetzt auch doch schon mal. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This golden handle has a bloodstain on it. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The wound is deep. A precise strike reached the heart. This crude tattoo partially covers a slave branding. Okay. Die Hand. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Wow. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Then pull yourself together, Werner.
Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later, only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Na, ganz toll. So, was haben wir denn hier? Fabius Schlüssel wurde nicht angerührt. Umstände von Fabius Tod. Es steckt ein Ritual durch auf dem Bauch. Stich ins Herz. Fabi wurde während des Kultenrituals auf dem Altar geopfert. Das Anheften. Ach so, er. So, okay. Einige Blutstropfen, ja. Jetzt haben wir eine ganze Spur. The wounded person was here. A bloody handprint on an armchair.
A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Wir haben aber keinen Blutabdruck, ne? Nee. Türrahmen. Ach, schau mal Similar to the an. guests' robes, apart from the bloodstains. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. Gut, wir haben alles. Dann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, sein Schlüssel liegt da ja noch. Nein. Ja. Weiß ich nicht. Einen auf den Schädel gekriegt, aber Blut? Ja, aber da kommt ja kein Bluttropfen her, also muss er ja schon selber eigentlich da lang gekrochen sein. Ja. Hier noch mehr oder haben wir's? Schau mal, ob das passt. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, aber wenn er... The bottle was used as kommen a die weapon during a Bluttropfen denn scuffle in a dahin dann? smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Ja, macht ja schon Sinn, wenn er die Pulle drüber geraten gekriegt hat, aber wie kamen die Blutspuren dahin? Das machte für mich gerade keinen Sinn. Hauptperson wusch sich. Altarraum war abgesperrt, dann offen. Drückt ein Ritual durch und sein Bauch wurden mit Symbole aufgemalt. Tatperson muss im Besitz eines Schlüssels gewesen sein, da sie den Altarraum abgeschlossen hat. Mal gucken, ob unser Freund da irgendwas weiß.
I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Da ist zwar einer gestorben, aber bitte, bitte verdirb den anderen nicht das Fest. Oh Mann, ey. War vielleicht noch irgendwo Blut dran? So, goldene Maske mit Sternen. Goldene Maske. Warte, du siehst anders aus, oder? Nee. Genau. Vorhin war er die Treppe hoch. Sag mir nicht, dass du in einem von diesen Räumen bist. Oh, da ist er wieder. Da ist wieder der Popoklatscher. Ich sehe niemanden mit Sternen. Wir fragen jetzt einfach mal einen von den Do you Herren. know anything about this? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Er trägt eine Maske mit goldenen Sternen. Trägt eine Maske mit goldenen Sternen. Also keine goldene Maske, sondern eine Maske mit goldenen Sternen. Aber ich sehe... Was hast denn du? Du! I need a rest from my insatiable wife. Okay, nein, du nicht. Aber es waren goldene Sterne. Du auch. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise?
What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Alter! Es musste ja kommen. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Ah, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Ja. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben schon wieder was Neues. Der Haushofmeister. Zu Einzimmern auf dem Anwesen. Werner Vogel wurde als einer der Hauptverdächtigen eingesperrt. Ups. 2 treue Manschettenknöpfe als Geschenk von Kurt erhalten. Okay, was haben wir denn hier? Einsatzbericht, Aktenzeichen 6260. Nach der Aussage eines Zeugens, eine Leiche als Folge eines satanistischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Manches Anwesen genehmigt.
Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegeben waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf einem Altar vorgefunden. Die Beamten identifizierten das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, örtlicher Darstellungskünstler, festgenommene Verdächtiger. Wie Vogels Besitz fand sich ein in barschem Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. Wie Vogel behauptete, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. Sherlock Holmes trug die Tatwaffe. Wieso hatten wir die denn dabei? Wieso hat er die denn nicht einfach liegen lassen? Tatwaffe, ein Dolch mit dem Blut des Tatopfers sowie weitere Beweisgegenstände bei sich. Er war von einer der anderen verdächtigen Personen, Werner Vogel, eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern. Kurt Manchers, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter des satanischen Zusammenkunft. Er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Okay, sie ist auch hier. Gut. Matista, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Back on track to solve the case. Schlüssel der Verhörräume, okay. Beweismittelschein. Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls mit dem Aktenzeichen 6260 einzusehen. Okay, den haben wir schon mal. Das ist auch gut. Und dann haben wir hier bestimmt noch Werner Vogels Brief, wa? Protokoll. Nee, doch nicht. Protokoll einer Zeugenaussage. Hiermit möchte ich Santos Vincetti einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Manchers in Grand Surrey melden. Er hat das gemeldet. Okay. Während der Vorbereitungen für die heutige Abendgesellschaft hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um ein Opferritual handeln. Geleitet von Kurt Manchers persönlich. Okay, also der war vor uns da drin. Vielleicht. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichteten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Gedankenspiele. Wegen des Briefs im Gefängnis. Shit, informierte die Polizei. Das ist ein Verdächtiger, der verhaftet und verhört werden muss. Er sagt nicht, dass er einen Schlüssel hat. So, ich würde sagen, den Rest schauen wir uns beim nächsten Mal an. Es wird immer interessanter bei uns, ne?
Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ihr das gerne liked, falls ihr es noch nicht habt, auch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye.